Gott, ey. Oh, Gott sei Dank. Oh, es ist immer noch besser als das andere Ding. Aber es ist beides nicht ideal. So, wo soll ich jetzt hin? Zwischendecke vom Personalbereich im ersten Stock. Ach, da. Ach du Scheiße. I found the crawl space, and also a dynamo flashlight. Know how to use it? I think I just have to push the lever continuously. Is everything okay? When I was a kid, I used to crawl through tunnels like a mouse, but the crawl space seems so narrow now. Maybe you gained weight. It's called growing up, idiot. Na gut. Wie mache ich die jetzt auf? Ist das jetzt durch oder nicht? Verstehe ich jetzt nicht. Das da kann ich mir gerade auch nicht angucken. Aber es ist schon der Personalbereich in der ersten Etage, ja? Das Telefon. Hier durch. Ist das auch Personalbereich? Nein. Mich ist am verwirrtsten sein. Was will das Spiel jetzt gerade von mir? Ich bin doch hier an der Tür. Ich habe ihn doch sogar angefunkt. Wieso geht es jetzt hier nicht weiter? Bin ich jetzt gerade dumm? Jetzt sind wir im zweiten Stock, ne? Jetzt sind wir im zweiten Stock. Die Zwischendecke vom Personalbereich im ersten Stock aus. Betreten. Da stand ja sogar Tür zur Zwischendecke. Das ist doch totaler Quatsch, dass ich damit jetzt nicht interagieren kann.
Was mache ich denn jetzt falsch hier? Ist ja noch einen anderen Personalbereich, den ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Zumal da halt auch diese Tür ist, ne? Ich gucke das kurz nach. Ich gehe da auch nur mal sicher. Nicht, dass ich jetzt hier stundenlang durchs Hotel eiere und wir haben einfach einen Bug oder sowas. Ja, ich muss da nämlich durch. Genau da, wo wir waren. Ich gucke mir das nochmal an und ansonsten muss ich den Quark vielleicht neu starten hier. Da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Ich habe da relativ schnell einen Text gefunden, Quick Guide to the Suicide of Rachel Foster, irgendwie sowas in der Art hieß es. Und da war die Rede von dieser Dynamo-Dings hier und direkt daneben der Crawlspace. Mit diesem scheiß Crawlspace kann ich irgendwie nicht interagieren. Was aber theoretisch möglich sein sollte. Das heißt, ich habe hier ein Problem. Hier hat jemand genau das gleiche Problem. Okay. Anscheinend muss ich da noch einen Dialog triggern im Museum, wo wir gerade waren. Dann gehe ich da jetzt nochmal hin. Ich bin anscheinend den falschen Weg gegangen. Broken, okay. Was war das denn? Uns fehlt anscheinend noch ein Dialog, weil das Spiel davon ausgeht, dass wir hier durch das Museum kommen. Den muss ich anscheinend jetzt irgendwie triggern. Oder ich muss das Kapitel neu laden und muss dann halt hier durch das Museum gehen. Hey. Okay, almost there. I think the lights are getting worse. You need to move fast. On the same floor of your apartment, in the staff area, there's a small storeroom. Your father asked us several times to fix the lock. Fingers crossed, it's still broken. That's where the access to the crawl space is. The crawl space? I'd totally forgotten that. Remember where to go? No, but I do remember the panels were really hard to open. I wasn't allowed to go in there. What happens when I get to the closet?
You'll have to go down to the breaker box and switch it on. All right. Doesn't sound like rocket science. Hurry up, please. You suck at reassuring people. Ja, aber ernsthaft. Oh, Nuri, komm. Dann geh mal weiter hier. Ah, jetzt. Okay. Jetzt darf ich da auch aufmachen. Ich kann übrigens jetzt an dieser Stelle schon mal sagen, also mein ursprünglicher Plan war, dieses Spiel hier heute Nacht tatsächlich durchzuspielen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich das durchhalte. Ich bin nämlich heute Morgen auch, oder inzwischen müsste ich ja schon fast sagen, gestern Morgen sehr früh aufgestanden. Und merke so langsam, wie ich müde wäre. Ich meine, ein bisschen halte ich noch durch. Shit. What's wrong? I am totally in the dark. I'd appreciate some help. Okay, stay calm. Can you see the bundle of cables above your head? Anyway, there should be some cables along the... Yeah, I know what a bundle is. Okay, easy does it. All you need to do is follow them and you'll get to the generator room. Don't go any other way, otherwise, who knows where you'll end up. Perfect. I got the flashlight, sorta. I got my breadcrumb trail, more like my cable trail, whatever. I can do it. All right, yeah, easy. Does it? Okay. Ja, also ich denke, so ein Stündchen halte ich bestimmt noch durch, aber ich denke inzwischen tatsächlich, dass ich das Spiel vielleicht nicht zu Ende bringen werde. Ich weiß es nicht. Also heute nicht. Insgesamt schon, auf jeden Fall, weil ich will wissen, was hier los ist. Und warum? Oh, warum liegt denn hier schon wieder so eine scheiß Puppe rum? So, also die Kabel gehen da geradeaus weiter. Aber jetzt wurde meine Aufmerksamkeit natürlich hier auf diese Treppe gelenkt. Ich habe den geheimen Vorrat an Toilettenpapier gefunden. Ich bin reich! Und jetzt anscheinend aus dem Crawlspace wieder raus. Alter, dieses Kamerabild schon allein, ne? Boah, Alter, ich wollte gerade sagen, sag mir nicht, ich komme hier jetzt nicht wieder... Oh Gott. Ich folge erstmal dem Kabelbund weiter. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal, wo wir so gegen 2:30 so stehen im Spiel. Und im Zweifelsfall müssen wir halt doch nochmal einen Ausweichtermin finden, um zu Ende zu spielen. Ich weiß es nicht. Im Moment finde ich es echt spannend und interessant. Oh, eine Bistler-Wasserwaage made in Germany. Sehr feine Sache, das. Sehr, sehr fein. Und es ward Licht. So, aber irgendwer hat diesen Scheißschalter doch umgelegt, oder? Ärgerlich, dass die Tür nicht geht. Aber warum zur Hölle liegt hier unten ein Lippenstift? Und wieso habe ich schon fast mit irgendwie sowas in dieser Art gerechnet? What's up? Hi. I want to ask you something. Okay, go ahead. How long has the hotel been closed? About 4 years. Yeah, from '89. I mean, did anyone think about doing a thorough clean of the basement?
Don't know. Probably pretty rushed. Why? I found something. Another Polaroid? A lipstick. Huh. Doesn't that seem weird? It's a lipstick? You don't get it. It looks really old. I remember this brand. The girls at school used it. Weird. What? It didn't dry out. I could even use it now. It's perfect. I'm afraid I don't get it. Irving, this brand doesn't exist anymore. It's been, I don't know, 9 or 10 years. Strange someone should wait 10 years to open a lipstick just to use it, don't you think? Why are you telling me this, Nicole? You want to get pretty there with the generator? Are you crazy? Nicole, it's just another one of those things customers forget. Well, yeah. You're probably right. Wir sind gerade sehr gut in dieser... Was war das gerade? Naja, wir sind auf jeden Fall gerade sehr schön in dieser Schiene. Bildet sie sich das alles nur ein oder gehen da tatsächlich seltsame Dinge vor sich, ne? Und wir haben Tag 4 erreicht. Ich wüsste ja gerne, wie viele Tage das Spiel hat. Reporting is ordered, sir. You awake? Sorta. You forget your coffee? For once, I don't need it. I gotta talk to you about something. Okay. Okay, jetzt geht's nämlich los hier. Pass mal auf, ich guck mal ganz kurz. Eine Sache will ich jetzt einmal kurz wissen. Einfach nur, wie viele Tage. Okay. Und nein, ich werde es euch nicht verraten. Aber dann kann ich besser einschätzen, ob ich das Ding hier noch zu Ende bringe dann oder nicht. Here I am. You didn't tell me you knew Leonard. I thought we'd been through that. Let me finish. I spent the night going through his stuff, and I want to know what you think. About what? You obviously know more about this place than I do. About what went on here, since I left at least. What do you mean, you went through his stuff? What are you looking for? Someone calls me and says Rachel is alive. Then a lipstick appears out of nowhere. It feels like something weird's going on. Rachel is dead. That's what everyone says. But maybe the story deserves a second pass. There are too many gray areas. Look, the storm is dying down. You'll be able to leave soon and go back to your life. And you can forget about the whole thing, like you did 10 years ago. What do you care about this old business? It's not worth losing sleep over just to play detective. Look at it this way. I've always had a secret passion for Sherlock Holmes. Okay, let me hear what you're thinking. If there's one thing Leonard taught me, it's that you gotta listen to what's buzzing in your head. First, it might just be a confusing noise, but if you connect the dots, then it starts making sense. And right now, I've got a beehive in my head. All right, let's go. Entschuldigung. Fangen wir mal mit der Geschichte einer Freundin. In this article, years back, there's a statement by some girl who affirms she saw Rachel in a hallway at the Timberline. Who's this girl? A classmate, Glenda Ferguson. I tore out the page. I think the magazine was MT Woman. Nicole, that's a gossip magazine. They would sell their mother, even their cousins and nephews, just for a bunch of new readers. But she was a classmate. She couldn't have been wrong. Rachel fell 90 feet into a void. She can't be alive. I thought I was the skeptical one here.
Artikel über den So, listen to Abschiedsbrief. Das this. ist der hier. Graphologists doubt the authenticity of the suicide note left by the girl. Who said that? An investigative journalist. The article came out a year after her death. You think it's a setup? Perhaps. Okay. Well, I'm going to hear you out. Shocked the entire building's heart, the principal told us today. It felt like a huge weight heavy on our souls. We are a tight-knit community, and after this tragedy hit, everyone was struck pretty hard. We just want everyone to know that you're not alone and you can always find a family in the Helena High School. Also der Schuldirektor sagt, oh, schockierend. Aber sie hat eben schon gesagt, irgendwer, also irgend so ein Schriftenexperte hat gesagt, dass das vielleicht gar nicht von ihr stammt, ne? Der Brief, der Abschiedsbrief. I found a copy of the local paper, dated December 29th, 1981, the day that the body was discovered. According to the forensics report, Rachel had been dead for days. She was 9 weeks pregnant. Yeah, that was the official version. Was heißt das, offizielle Version? Also, Rachel Foster und der Papa von Claire, als die wir hier spielen, hatten also eine Affäre. Und irgendwas ist schief gegangen und Rachel hat sich selbst von der Klippe gestürzt. Und als sie das tat, war sie in der 9. Schwangerschaftswoche. Ich weiß ja nicht. Und hier haben wir Glenda Ferguson, die sagt, ja, das war auf jeden Fall Rachel. Ich bin mit ihr, ich bin in eine Klasse gegangen mit ihr. Remember the lipstick I found downstairs? Yep, you made a big deal about it. It doesn't smell. Should it? After they've been open for a while, lipsticks smell really bad. Maybe there's been other women. I mean... From what I gather, Leonard was a sort of recluse. And don't forget, the lipstick is really old. Could the cold have preserved it? Possibly. Anything else? Ja klar, ein bisschen habe ich noch. Ach, Harvey! Mensch, ist mal gut jetzt. Sorry, aber dieses rauf und runter und rauf und runter und rauf und runter und von links nach rechts und wieder runter und dann wieder rauf. Nee. Wenn der nicht zur Ruhe kommt, ich will nicht, dass der jetzt hier auf mir rumklettert. Sonst muss ich die Tür doch zumachen. Willst du das? Ich kuschel ja wirklich gerne mit ihm, aber... So, Reverend Foster. Das Bild kennen wir doch gar nicht, ne? You know, I can't stop thinking about Rachel's father. Ach, das ist der Vater. Reverend Okay. Foster. He was a very strict man. Harsh. Even for pastor standards. He and Leonard spent hours debating the nature of reality, the universe, and God. Well, opposites often attract. Do you ever see him? Rarely. He gives a service once in a while. Priests always made me nervous. Them and their invisible boss. His daughter's death destroyed his ego. His faith made him even more cynical and lonely than he already was. I can remember him demanding total perfection from Rachel. That was insane. You don't think he could have harmed his daughter? Hey, no. But even Reverend Foster is a player we shouldn't underestimate in this story. Just saying. Right. Okay. Reverend Foster, der Vater der Verstorbenen. Der Lippenstift. Und Leonards Buch mit den ganzen Notizen. Heute habe ich Rachel gesehen. Überall ist Licht. Rachel möchte ihre Sprachtherapieübungen nicht machen.
Ich habe dich gehört, Rachel, du warst direkt hinter mir. Rachel ist traurig. Rachel sagt, sie fühlt sich einsam. Ich liebe dich, Rachel. Oh Mann. Hey, I found a book in Leonard's things. It's a collection of poetry, but it's got notes written in it. Did your father write them? What do they say? Dates, notes, thoughts. Listen to this. Today I saw Rachel. Or Rachel is sad. Or Rachel says she feels alone. He kept a diary about her. But the book was printed 8 years after Rachel's death. Do you mean it's like he was talking with Rachel after she died? As if he saw her. Well, I mean, there must be an explanation. Of course, there's an explanation for everything, and we've got to find it. Okay, I'd say that's enough. Yeah, that's enough for tonight. Today, or what the hell time is it? You think there's a lot to dig up in this old story? You'll have to get out of this phone thing and drag me into town. You don't need my approval. Good job. You're getting the hang of it. But sometimes it's better to leave the skeletons in the closet. Once they come out, you never know what they'll have to say. It's a risk I already considered. I can handle it. Hard-headed like your father. Trust me, at least on this one thing. Go to bed. You need it. Agent Crawford, this bit of advice. Oh, jetzt fang doch nicht an zu gähnen, das ist gemein. Okay, heißt das, wir sind jetzt mit Tag 4 fertig und machen mit Tag 5 weiter? Tatsache. Okay, das ging zackig.